Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Kranz mit Klartext. Heute zu einem Thema, das ihr in keinem Schulbuch und auch in keinem Geschichtsbuch findet. Und zwar, die Polen opferten ihre eigene Bevölkerung in Warschau. Wenn ihr dazu etwas in irgendeinem Buch findet, dann schreibt mir. Ich wäre sehr interessiert daran, in welchem Buch das so aufgearbeitet wurde. Ich habe keines gefunden. Das gilt auch für alle anderen Themen, die ich habe. Wenn ihr etwas findet, was ich sage, es ist in keinem Buch enthalten und ihr findet das, dann schreibt mir. Ich muss natürlich auch unterscheiden. In der DDR gab es natürlich einen anderen Geschichtsunterricht wie in Westdeutschland. Ich bin ja Westdeutscher, das heißt also, das, was ihr im Osten gelernt habt, die bösen Alliierten, die Imperialisten, die Hitler unterstützt und finanziert haben, das alles haben wir im Westen nicht gelernt. Und auch heute wird es in ich sag mal, in West- und in Ostdeutschland nicht mehr gelehrt. Also ich verstehe, im Osten habt ihr das gelernt, ideologisch. Ich habe auch DDR Schul- und Geschichtsbücher hier, da steht manches drin. Nicht alles, aber manches. Aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen Osten und Westen. Und heute ist ja alles gleich. Zurück zu Warschau, 25. September 1939. Warschau war nicht nur die Hauptstadt, sondern auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Zentrum der polnischen Rüstungsindustrie. Nachdem sich die Verteidiger der Stadt geweigert hatten zu kapitulieren und sie nicht zur offenen Stadt, sondern im Gegenteil zur Festung, also zu einer Kriegszone erklärt hatten, setzte die Luftwaffe nun insgesamt 1200 Maschinen ein, die vorwiegend militärische Ziele angriffen. Eisenbahnen, Brücken, Artilleriestellungen und eben jene Rüstungsbetriebe. Dazu muss man erklären, wenn man eine Stadt zur offenen Stadt erklärt, dann darf sie völkerrechtlich nicht mehr angegriffen werden. Die Polen haben das nicht gemacht. Sie haben ihre Stadt im Gegenteil zur Festung erklärt. Festung heißt ein klares militärisches Ziel. Und wie ich gesagt habe, es waren ja auch Artilleriestellungen, Rüstungsbetriebe, Kasernen und so weiter in Warschau. Natürlich blieben dadurch, dass die Polen ihre Stadt nicht zur offenen Stadt, also die man nicht angreifen sollte, sondern zur Festung erklärt hatten, zivile Opfer nicht aus, da auch Brandbomben verwendet wurden, um schwer zu treffende Punktziele durch Flächenbrände auszuschalten. Dazu kam eine so intensive Rauchentwicklung, dass die Zielgenauigkeit der Luftwaffe und der Artillerie stark darunter litt. Etwa 10.000 Zivilisten kamen dabei ums Leben, rund 12% der Gebäude wurden zerstört. Zur historischen Wahrheit gehört aber auch, und das ist jetzt das, was ihr nicht lest, dass die polnischen Verteidiger selbst die zu diesem Zeitpunkt bereits eingenommenen Teile im Westen der Stadt unter Artilleriefeuer nahmen, was ebenso zu Schäden führte, wie ich darlegen werde. Also die Polen haben ihre eigene Stadt auch zerschossen. Im OKW-Lagebericht war zu lesen, ich zitiere, nachdem es trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist, den polnischen Kommandanten von der Grausamkeit und Nutzlosigkeit seines Widerstandes in Warschau zu überzeugen, wurde gestern mit den Kampfhandlungen gegen die Stadt begonnen. Im kühnen Handstreich wurde das Fort Makotowski und anschließend ein Teil der Vorstadt Mokotów genommen. Zitat Ende. Später werden deutsche Siegergeschichtsschreiber und die Medien bis heute erklären, dass die Bombardierung der Stadt ein Kriegsverbrechen gewesen war. Dies ist aus mehreren Gründen nicht richtig. Ich habe auch ein eigenes Video dazu gemacht. Wenn ihr euch das ergänzend zu diesem Video anschaut, dann habt ihr den gesamten Überblick. So viel aber heute. Die Stadt wurde von deutscher Seite aus fünfmal zur Kapitulation aufgerufen. Was vom Stadtkommandant Julius Rommel, so hieß er, also nicht mit Generalfeldmarschall Rommel verwandt, Julius Rommel und Bürgermeister Stefan Starinski abgelehnt hatten. Fünfmal hatten sie das abgelehnt. Die polnische zivile und militärische Führung hatte die Stadt nicht zur offenen Stadt erklärt.
Laut Kriegsrecht bedeutet eine offene Stadt, ich habe schon gesagt, dass diese nicht verteidigt wird und daher nicht angegriffen oder bombardiert werden darf. Die polnische zivile und militärische Führung hatte die Stadt im Gegensatz dazu aber ausdrücklich zur Festung erklärt und sich auf die Verteidigung eingerichtet. Die 8. Armee unter General der Infanterie Blaskowitz griff die Verteidigungsstellungen im Süden der polnischen Hauptstadt an und erstürmte die 1. und 2. Befestigungslinie. Gleichzeitig wurden Flugblätter abgeworfen, die noch einmal zur Kapitulation aufriefen. Doch erst am Abend erschienen 2 Parlamentäre des Kommandanten von Warschau, General Rommel, die um einen eintägigen Waffenstillstand und um Verhandlungen zur Übergabe der Stadt baten. Das Oberkommando der Wehrmacht stimmte zu, teilte aber mit, dass nur eine bedingungslose Kapitulation in Frage komme. Im Aufruf des Stadtpräsidenten Starczynski über Radio Warschau hieß es unter anderem, ich zitiere: Zum letzten Mal appelliere ich an unsere Bundesgenossen. Ich bitte nicht um Hilfe, dazu ist keine Zeit mehr. Ich fordere Vergeltung. Mögen alle Rundfunksender, vor allem die französischen Sender, die uns hören, der ganzen Welt wiederholen: Warschau kämpft. Noch ist Polen nicht verloren. Zitat Ende. Also von Kapitulation keine Spur. Der Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte, Marschall Ritz-Smikli, schrieb aus dem sicheren Rumänien an den Verteidiger Warschaus, General Rommel, ich zitiere: Warschau muss sich so lange verteidigen, wie die Lebensmittelvorräte und Munition ausreichen. Zitat Ende. Ja, vom sicheren Rumänien kann man das schon schreiben. Am 26. und 27. September 1939, nach starkem Artilleriebeschuss und Fortsetzung des deutschen Infanterieangriffs und vielen zivilen Opfern, die von den Polen billigend in Kauf genommen worden waren, bot General Rommel am Morgen dann endlich die bedingungslose Übergabe der Stadt an. General der Infanterie von Blaskowitz, also von der 8. Armee, und Rommel vereinbarten eine vorläufige Waffenruhe, die am frühen Nachmittag in Kraft trat. Am 28. September war der Kampf um die Hauptstadt nun endgültig vorüber. Die Festungsbesatzung von rund 120.000 Mann ergab sich, wobei die deutsche Seite zugestand, dass die Offiziere ihre Degen behalten durften und dass die Unteroffiziere und Mannschaften nach kurzer Gefangenschaft in ihre Heimat entlassen wurden. Um 13:15 Uhr unterzeichneten der stellvertretende Oberbefehlshaber der Armee Warszawa, General Tadeusz Kuczreba, sowie General Johannes Blaskowitz, Oberbefehlshaber der deutschen 8. Armee, in der Skoda-Fabrik der Vorstadt Służewiec die Kapitulation Warschaus, der einstmal so stolzen Hauptstadt Polens. Die polnischen Verluste im Kampf um Warschau: 2000 gefallene Soldaten, 16.000 Verwundete, 10.000 gefallene Zivilisten und 35.000 Verwundete. Also die Zivilisten waren 5-mal mehr als die getöteten Soldaten, weil die Polen ihre Stadt zur offenen, nicht zur offenen Stadt erklärt hatten, sondern zu einer Festung, obwohl es absolut sinnlos war. Verschwiegen wird auch, dass aus Feldküchen der Wehrmacht in verschiedenen Bezirken in Warschau Brot und Suppe an die Zivilbevölkerung verteilt wurde. Auch das werdet ihr nirgendwo lesen. Also ich wiederhole, die Polen opferten ihre eigene Bevölkerung. Sie kapitulierten nicht, obwohl sie von vornherein wussten, dass sie absolut keine Chance hatten. Sie nahmen die Opfer billigend in Kauf. Ganz anders war es mit den Opfern der Deutschen durch die deutschen Massenmörder. Dazu habe ich ja ein Buch geschrieben, Deutschland muss vernichtet werden, 900 Seiten. In diesem Buch lest ihr alles über die Massaker an Deutschen, also von den Hungertoten, Massenvergewaltigungen, Kriegsgefangenen, von Bombardierungen, von den Vernichtungsplänen,
von den Rheinwiesenlagern, von den Konzentrationslagern von Deutschen. Alles ist in diesem Buch versammelt und das Buch geht bis heute, Grenzöffnung 2015 bis heute. Das deutsche Volk wird zersetzt und ich habe hier alle Statistiken, Kriminalstatistiken drin, wie kriminell Zuwanderer in Wirklichkeit sind. Zum Ausbruch des Krieges habe ich das Buch geschrieben, Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 3, die Vorkriegsjahre, ein wichtiges Buch, weil darin könnt ihr alles lesen, wie auch die Polen schon vor dem Polenfeldzug schon 1933 Deutschland provoziert haben. Ich habe dazu mehrere Videos gemacht. Zum Krieg gegen Polen selber, zum Polenfeldzug, habe ich Band 4 meiner Reihe geschrieben, Adolf Hitler, eine Korrektur. Band 4, alles zum Polenfeldzug, fast 2000 Quellen, 830 Seiten. Hier lest ihr alles ungeschönt und politisch völlig unkorrekt über den Polenfeldzug. Abonniert mich auch bei Telegram, das ist wichtig, wenn ihr mehr von mir hören wollt, weil ich habe dort viele Audios jeden Tag und viele andere Videos, die ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann. Und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Jede Woche ein neues Thema, mehr zeitgeschichtliche Themen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.